Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Uhren-Nerd-Kanal. Heute geht es, wie bereits im letzten Video angekündigt, um eine kultige Uhr aus den 1980er Jahren. Und zwar ist das die Casio CA53W-1Z. Ja, und dem einen oder anderen Fan aus Zurück in die Zukunft, beziehungsweise der Zurück in die Zukunft Teile wird diese Uhr vielleicht bekannt vorkommen, denn der Hauptdarsteller beziehungsweise die Hauptfigur Marty McFly trägt diese Uhr in dem Film. Ein weiterer berühmter Träger ist Walter White in Breaking Bad. Auch er trägt die Uhr in der Serie. Und ja, in den 80er Jahren war man mit dieser Uhr wahrscheinlich der König auf dem Pausenhof. Allein durch die Tasten ist natürlich, wir haben hier die Möglichkeit mit den Tasten Berechnungen durchzuführen, also die Uhr hat eine Taschenrechnerfunktion. Und mittlerweile ist es ja wieder so ein Retro-Design. Damals war es wahrscheinlich der letzte Schrei und ultramodern, sowas mit einer Taschenuhr bzw. Armbanduhr durchführen zu können. Jetzt muss ich mal kurz den Hund hier reglementieren. Django, lass das mal bitte. Sorry, das muss ich nachher mal rausschneiden. Genau, wir schauen uns die Uhr heute mal genauer an. Dafür nehmen wir jetzt gleich erstmal die Maße. Die Verpackung euch zu zeigen, kann ich mir eigentlich sparen, wenn es ist eine simple Luftpolsterfolie gewesen, in der die Uhr kam. Dann ist hier wie bekannt die Bedienungsanleitung drin gewesen und ja, in der Bedienungsanleitung die Garantiekarte. Viel mehr war nicht im Lieferumfang, also ist keine schöne Verpackung, kein Umkarton, was ich eigentlich ein bisschen schade fand. Aber naja, dadurch, dass die Uhr aktuell sowieso schwer verfügbar ist, war ich eigentlich erstmal froh, überhaupt eine bekommen zu haben. Aber ich finde, dass es eigentlich schon noch einen Karton dazu hätte geben sollen. Aber naja, das ist natürlich jetzt Meckern auf hohem Niveau. Wir sind erstmal froh, dass wir überhaupt eine Uhr bekommen haben. Und ja, genau. Zu den Maßen. Ich messe jetzt einfach mal wie üblich aus den anderen Videos die Gehäusebreite. Da komme ich auf einen Wert von 34,3 mm. Der Lack-to-Lack-Abstand beträgt handgemessene, das ist bündig, kleinen Moment, 43 bzw. 42,9 mm. Und die Gehäusehöhe schauen wir uns auch nochmal an. Da komme ich auf einen Wert von 8,3 mm. So. Das Armband hat an den schmalen Stellen eine Breite von 17,5 mm. Die Bandanstöße sind, glaube ich, das kann ich hier schwer messen. 18,8 bzw. wahrscheinlich 19 mm breit. Ich schaue den Wert nochmal nach und reiche ihn euch dann im Video nach. Aber das Armband ist eigentlich auch nicht dafür gedacht, regelmäßig gewechselt zu werden. Also es gibt mit Sicherheit Austauscharmbänder, aber das sind ja auch hier so spezielle Federstege, die man dann, glaube ich, einfach durchdrückt. Also zumindest so ist es bei der Casio F91W. Also ist ein bisschen spezieller und nicht das Standardprozedere beim Wechseln des Armbands. Naja, jetzt haben wir erstmal die Bänder sage ich schon, die Maße der Uhr genommen. Zum Armband gibt es eigentlich wenig zu sagen. Also es ist ähnlich wie bei der F91W, einfach so ein Band aus Resin. Auch das Gehäuse besteht aus Resin. Relativ dünn wieder das Ganze, aber vollkommen okay. Also macht einen soliden Eindruck für den Preis. Auf der Schließe finden wir wieder das Casio-Logo.
eingraviert oder eingestanzt. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wurde. Auf den oberen und unteren Seiten des Armbandes, beziehungsweise auf den Seiten, die am Gehäuse anliegen, findet man dann hier noch so ein paar Ausschnitte im Band. Vielleicht um den Tragekomfort im Sommer zu erhöhen, dass man so ein bisschen Belüftung hat am Arm. Dann sehen wir hier auf der Unterseite noch die Löcher für die Dornschließe. Ja, und ich denke, viel mehr gibt es zu dem Band dann auch nicht zu sagen. Auf der Rückseite der Uhr haben wir dann neben dem Casio-Schriftzug, oh jetzt ist es scharf, nochmal die Modellbezeichnung der Uhr, CA53W. Dann steht dort Stainless Steelback, also das Material des rückseitigen Deckels. Wir haben die Aufschrift Water Resistant, die Uhr ist spritzwassergeschützt und den Schriftzug Made in China. Und ja, dann befinden sich noch 4 Schrauben auf dem Gehäuseboden, mit denen man das Ganze dann öffnen kann. Jeweils Kreuzschlitz. Mit einem feinen Uhrmacher-Schraubenzieher kann man das Ganze dann öffnen und ich denke relativ unkompliziert auch selber einen Batteriewechsel durchführen. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Funktion der Uhr an. Und zwar sind wir hier im Hauptmenü. Wir haben 2 Knöpfe an der Uhr. Einmal den Mode-Knopf, der auch ein bisschen aus dem Gehäuse heraussteht. Und darunter, ich nehme nochmal hier das Holz, kann ich es besser zeigen. Darunter den Adjust-Knopf, mit dem wir Zeit, Alarm und weitere Funktionen einstellen können. Und hier den Mode-Knopf. Genau, dann gehen wir mal raus aus der Standardanzeige. Das ist hier das Hauptmenü. Wir haben leider nur eine 12-Stunden-Anzeige mit AM/PM, keine 24-Stunden-Anzeige. Ein Druck auf den Mode-Knopf, der ist ein bisschen schwergängig leider, bringt mich in den Rechnermodus. Hier habe ich die Möglichkeiten, beziehungsweise die Möglichkeit, plus, minus, mal und geteilt Rechnungen vorzunehmen. Hier sehen wir die Zeichen, geteilt, mal, minus und plus. Und hier haben wir dann die Nummerntasten und können die Berechnung durchführen. Ich kann es ja einfach mal hier beispielhaft machen. Machen wir einfach mal 4 minus 2. Drücken hier auf das Gleichzeichen. Und dann kommt hier 2 raus. Genau. Nichts Spektakuläres, aber war damals mit Sicherheit ein cooles Gimmick. Ein Drück auf den Mode-Knopf bringt uns dann wieder zurück, beziehungsweise resettet den Rechner. Dann ein weiterer Druck bringt uns wieder ins Hauptmenü. Dann bin ich wieder im Rechner. Das finde ich ein bisschen seltsam hier, die Menüführung. Oder ich mache da gerade was falsch, aber so ist jetzt, so habe ich es jetzt zumindest festgestellt, dass es so läuft. Dann kommen wir in den Alarmmodus. Hier habe ich die Möglichkeit, einen Tagesalarm festzulegen. Und hier gibt es noch ein Zeichen, das leuchtet jetzt nicht auf, weil ich es deaktiviert habe. Ein stündliches Zeitsignal kann man ebenfalls einstellen. Das piepst dann einmal kurz oder ich glaube zweimal kurz hintereinander beim Erreichen der jeweils vollen Stunde. Dann kommen wir in den Dual-Time-Modus. Erkennt man hier an den DT oben rechts in der Displayzeile. Da hat man die Möglichkeit, hier über den Adjust-Knopf eine zweite Zeitzone einzustellen, ganz nach eigener Vorliebe. Also kann man jede beliebige Zeit einstellen. Gibt es leider keine Voreinstellungen, quasi, dass man den Ort sieht, wie bei anderen Weltzeitmodellen von Casio. Aber ja, so ist man, denke ich, auch relativ flexibel. Und genau, ein weiterer Druck bringt uns dann zur Stoppuhr. Die löst man hier auf der Plus-Taste unten aus, also beziehungsweise startet das Ganze. Kann ich einmal machen hier. Dann geht sie los. Und mit einem Druck auf die Null-Taste
resette ich das Ganze wieder und komme zurück in die Nullposition. Kann sie hier dann dementsprechend wieder starten auf der Plus-Taste. Und wenn ich jetzt nochmal auf den Mode-Knopf drücke, dann lande ich wieder im Hauptmenü. Genau. Beziehungsweise das Hauptgimmick der Uhr ist natürlich die Taschenrechnerfunktion, die, wie schon erwähnt, wahrscheinlich in den 80er Jahren der letzte Schrei war. Heute wird man sie wahrscheinlich eher weniger nutzen. Die meisten von uns werden dann wahrscheinlich eher die Stoppuhr nutzen, um mal zu gucken, wie lange kocht der Reis schon oder andere Sachen, aber vielleicht beim Sport oder so. Aber ich persönlich würde jetzt auch keine Berechnungen mit dem Taschenrechner auf der Uhr durchführen. Dafür ist die Bedienung der Knöpfe, die sind halt wirklich auch sehr klein. Muss man wahrscheinlich schon, was heißt wahrscheinlich, die muss man schon irgendwie mit dem Fingernagel treffen, um sie dann wirklich präzise anzusteuern. Das ist jetzt nicht besonders, was heißt angenehm, also ein bisschen fummelig die Bedienung, ja. Und da zückt man wahrscheinlich, um eine Berechnung durchzuführen, heutzutage viel eher das Handy, mit dem das Ganze schneller und komfortabler funktioniert. Aber es ist natürlich damals wahrscheinlich super cool und innovativ gewesen. Ich habe auch schon in einem Kommentar zu einem Video von der Uhr, also ein anderes Video, gelesen, dass jemand geschrieben hatte, dass er die damals im Schulunterricht ausziehen musste, während einer Mathe-Klausur die Uhr, weil der Lehrer die wohl auch kannte und wusste, dass man damit Berechnungen durchführen kann. Das ist natürlich witzig und das werden die meisten Jugendlichen von heute natürlich gar nicht mehr kennen, sowas. Aber ja, berühmt geworden ist sie dann natürlich auch durch die Rolle in Zurück in die Zukunft, was natürlich auch gerade für Fans echt wirklich cool ist, dass man die Uhr heute auch noch kaufen kann. Und ich würde sagen, ich ziehe sie jetzt einfach mal an, kurz, dann könnt ihr mal schauen, wie sie an meinem 17,5 cm Handgelenk ausschaut. So sieht das Ganze jetzt an meinem Arm aus. Ich finde dafür, dass sie eigentlich relativ kompakt ist, wirkt sie am Arm dann gar nicht mehr so klein. Ist natürlich bei eckigen Uhren auch immer so, dass man dann beim Tragen eher die Diagonale der Uhr dann sieht. Und daher für mein Handgelenk dürfte sie jetzt gar nicht mehr viel größer sein, würde ich sagen. Sieht auch ein bisschen so aus, als würde sie nicht ganz mittig sein. Dabei ist sie so für mich richtig eingestellt. Aber ja, sieht natürlich sehr, sehr retromäßig aus. Ist ja auch gerade wieder beliebt, der Look, sage ich mal. Muss man dann natürlich entsprechend kombinieren. Jetzt mit dem Wollpullover ist vielleicht ein bisschen der falsche Style dazu. Aber um euch mal einen Eindruck da zu verschaffen, ist es, denke ich, in Ordnung. Hier nochmal die Rückseite des Armbandes mit dem eingravierten Casio-Logo auf der Schließe. Ja, ich denke, an sich eine coole Uhr. Man muss natürlich, wie gesagt, den richtigen Style dazu haben und sie dementsprechend auch tragen können. Aber ich glaube, gerade für Leute, die in den 80er, 90ern groß geworden sind, ist es mit Sicherheit eine coole Kindheitserinnerung auch, genau wie andere Casio-Uhren aus der Zeit. Und ja, ich denke, kann man auf jeden Fall machen, gerade wenn man Spaß an solchen historischen Uhren, sage ich mal, hat, weil sie hat ja nun mittlerweile auch eine über 30-jährige Geschichte. Und genau, dann können wir vielleicht noch kurz zu den Kritikpunkten in Anführungsstrichen kommen. Wie bei anderen Uhren auch ist hier natürlich nur ein Acrylglas verbaut. Ist, denke ich, in der Preisklasse völlig normal. Also Casio wahrscheinlich ging das früher auch gar nicht bauartbedingt, dass man hier Mineralglas verwendet hat. Ist natürlich dementsprechend kratzeranfällig das Ganze. Auch hier unten, die Schicht zwischen den Tasten besteht auch aus Acrylglas. Muss man natürlich aufpassen. Hier sammelt sich natürlich auch relativ leicht Dreck zwischen den Tasten und Staub. Ein Staubmagnet ist es natürlich auch.
sollte man dann vielleicht mal regelmäßig drüber wischen, damit sie noch schön aussieht, nach längeren Pragen auch. Und was ich persönlich ein bisschen schade finde, ist, dass es hier kein Licht gibt, wie bei der F91W da hatte man ja hier so eine kleine Leuchtdiode auf der linken Seite. Das hat Casio bei dem Modell hier leider nicht verbaut. Ja, wäre gerade für den Film als Filmuhr von Zurück in die Zukunft, denke ich, noch cool gewesen, so eine Lichtfunktion, aber ist natürlich zu verschmerzen. Ich denke, hier steht natürlich die Rechnerfunktion, wie schon erwähnt, ganz klar im Fokus. Und ja, das reicht ja auch als Special Effekt, sage ich mal, der Uhr. Und für einen Preis von ca. 35 Euro kann man hier, denke ich, auch echt nicht meckern. Und ja, deswegen halt auch nur in Anführungsstrichen Kritik, weil es wäre natürlich schön gewesen, wenn da noch eine Beleuchtung dabei gewesen wäre. Ach so, genau. Und was ich noch sagen wollte, es wäre auch cool gewesen, wenn man hier die Möglichkeit gehabt hätte, die 24-Stunden-Zeit einzustellen. Aber auch das ist zu verschmerzen. Ich weiß ja, ob gerade Tag oder Nacht ist, sage ich mal. Das wäre dann wahrscheinlich für die Dual-Time-Anzeige nochmal ein bisschen cooler. Aber auch die nutze ich persönlich jetzt auch nicht. Von daher zwei kleine, in Anführungsstrichen, Kritikpunkte. Aber alles in allem bleibt es auch so eine coole Uhr. Ja, dann mache ich heute ja auch schon wieder relativ spät Schluss. 17 Minuten sehe ich schon wieder. Ich schaffe es irgendwie nicht, die Videos kurz zu halten. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen können, beziehungsweise vielleicht sogar bis zum Ende durchgehalten. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer gerne auf den Like-Button klicken, den Kanal abonnieren und ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung zu der Casio 53W ist. Und ja, sonst freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Abonniert mich auch gerne bei Instagram. Und ja, vielen Dank fürs Einschalten. Macht's gut, bis demnächst. Ciao.